Heute geht es darum, eine schicke Garage noch schicker zu machen, denn ich beschichte hier den Boden und er wird dezent abgeschipst. Und ich muss dazu sagen, ich war auch schon fleißig. Denn ich habe mir die 1 Teller Schleifmaschine geschnappt mit 24er Korn, also schön grob, und habe auch wirklich 3 Blätter für die Fläche gebraucht, denn ich wollte einmal den groben Schmutz damit runterholen und wie man sieht, funktioniert das auch recht gut. Jetzt, wo die Fläche durchgeschliffen ist, kümmere ich mich noch einmal um die Kanten. Dafür habe ich hier so einen Schleifklotz, da rutsche ich einmal mit rüber, um die Kanten zu brechen, weil du weißt, der Estrich schüsselt immer leicht an dem Rand im Streifen. Das möchte ich brechen, daher einmal rüberrutschen, damit wir wirklich eine schöne Kante haben, damit wir es auch leichter haben, nachher zu versiegeln. Wenn die Ecken dann durchgeschliffen sind, schnappe ich mir meinen Industriestaubsauger und sauge die Fläche einmal schön gründlich ab. Das ist wichtig für den nächsten Schritt. Jetzt ist der Untergrund soweit vorbereitet, dass ich das Ganze grundieren kann. Dafür nutze ich Sikafloor 150 Plus. Warum das Ganze? Der Estrich, ich weiß nicht genau, vielleicht 2, 3 Jahre alt, vielleicht auch 4, ich weiß es nicht genau, wie gesagt. Und man hat ja gesehen, er hat schon dunkle Stellen. Da können Weichmacher drin sein, weil die Autoreifen einmal stand, weil der Rasenmäher da stand. Und die Weichmacher wollen wir natürlich nachher nicht in der Beschichtung haben. Daher grundiere ich mir das Ganze mit 150 Plus, 2 Komponenten. Wir rühren uns Komponente A auf, dann schütten wir B dazu, topfen uns das um und dann geht es auch schon weiter. Mal sehen, ob ich das mit einmal hinbekomme, den aufzukriegen hier. Eigentlich ganz easy. Ich gebe der Zange die Schuld. Ich brauche eine andere Zange. Damit geht es bestimmt besser. So, Mensch. Tada! Wie gesagt, das Ganze einmal aufrühren hier. Kommt dann eine B da rein. Und jetzt schön umrühren. Hier auch nochmal wichtig zu erwähnen, stellt euch wirklich einen Timer, 300 Umdrehungen pro Minute für 3 Minuten lang. Man denkt gar nicht, wie lang 3 Minuten sein können, wenn es ums Umrühren geht. Ich stelle mir immer den Timer mit meiner Apple Watch. So, jetzt kommt halt noch der wichtige Schritt, das Umtopfen. Warum machen wir das Ganze? Es könnte natürlich noch Material am Rand sein, was sich jetzt nicht vermischt hat. Und wenn wir das nachher auf der Fläche haben, gibt es Stellen eventuell, die halt klebrig sind oder erst gar nicht durchtrocknen richtig. Und um das zu vermeiden, topfen wir das Ganze um und rühren dann nochmal um. So, nicht wundern, ich habe hier eine Sonnenbrille auf als Schutzbrille. Das ist keine Sonnenbrille, sondern die dunkelt von alleine ab. Soll nicht unsympathisch wirken. Jetzt habe ich eine halbe Stunde Zeit, das zu verarbeiten. Wir haben hier 35 Quadratmeter, ich bin hier alleine. Ich ziehe das Ganze jetzt mit der Flitsche hier auf und rolle das im Kreuzgang nach. Das ist eine Rolle extra für 2K-Beschichtung, da musst du darauf achten. Daher stelle ich jetzt die Kamera weg und muss ein bisschen Gas geben. Wir haben den nächsten Tag und die Fläche sieht schon gut aus. Aber ein kleines Problem, die Risse zeichnen sich jetzt stärker ab als gedacht. Kriegen wir aber in den Griff, aber erst später. Denn als erstes müssen wir die Fläche jetzt nochmal einmal anpetten, 120er Korn einmal rüberrutschen. Ich habe mir auch gerade schon den Sockel einmal abgeklebt, der wird ein bisschen mitgestrichen. Dann rühre ich mir schon das 2510W an und streiche einmal drüber und dann mal schauen, wie es denn aussieht. Vielleicht werden die Risse ein bisschen besser und wenn nicht, zeige ich euch, wie ihr das in den Griff bekommt. Und das wird geil. Jetzt kommen wir zur Beschichtung, 2510W und ich nehme mir 8 Kilo raus. Sollte für die Fläche reichen und für den Sockel. Denn wir brauchen jetzt so 180 bis 200 Gramm pro Quadratmeter. Bevor ich mir einen rumrechne, denkt dran, Sika hat die Mischungsrechner-App. Einfach Produkt auswählen, 8 Kilo, dann sagt mir die App 5,44 von Komponente A und 2,56 von Komponente B. So müssen wir nicht lange rumrechnen. So, setzen uns eine Schutzbrille auf. Nicht wundern, meine dunkelt ein bisschen ab in der Sonne. Und das Ganze rühren wir uns jetzt einmal auf.
So, wie gesagt, Komponente A 5,44. Haben auf die Waage gestellt hier. Natürlich soll ich da nicht mit dem Fuß raufkommen. Und 2,56. Wichtiger Schritt, wir topfen uns das Ganze nochmal um und rühren das Ganze nochmal auf. 2510W ist jetzt angerührt, jetzt kann ich anfangen. Ich fange mit dem Sockel an und dann die Fläche. Verarbeitungszeit sind jetzt 90 Minuten, daher bei der Fläche gar kein Stress. Und was ich noch sagen wollte ist, unterschätzt das Umtopfen nicht. Topft um, sonst kriegt ihr nur Probleme an der Fläche. Eventuell trocknen irgendwelche Stellen nicht auf oder, weil ihr Material verarbeitet, was nicht richtig vermischt ist. Ne? Ich packe euch jetzt auf Zeitraffer und kuller das Ganze hier einmal schnell durch. Wir haben den nächsten Tag und die Risse sind immer noch zu sehen. Vor allen Dingen der hier, der ist tiefer als gedacht. Aber jetzt haben wir mal einen Ist-Zustand und den passen wir jetzt an, weil die Risse sollen ein bisschen geschlossen werden. Ich schnappe jetzt nochmal das 150 Plus mit Stellmittel und spachtel die einmal. Ich könnte auch 2510W nehmen, aber das ist wässrig und könnte halt einsacken, weil das Wasser verdunstet. Daher rühre ich mir jetzt nochmal 150 Plus an. So, ich habe jetzt hier wieder meine Sika-App geöffnet, weil die sagt mir auch, wie viel Booster ich brauche. Ich mische mir jetzt 5 Kilo an, davon... Oh mein Gott. Ich mische mir jetzt 5 Kilo an. Brauche Komponente A 3,7. Boah, das ist schon viel. Ich gehe mal runter auf 4 Kilo, glaube ich. 2,96, das reicht mir auch. Und dann noch 1,4 dazu von Komponente B. Und das verrühren wir jetzt erstmal. So, jetzt kommt der Clou, denn wir boostern uns das Ganze mit 54 Booster Sikaflor und davon brauchen wir 120 Milliliter. So, jetzt kommt die dritte Komponente und zwar das Stellmittel, damit wir das Ganze dann anschließend auch spachteln können. Das ist immer ein Pulverkram hier. Das Zeug ist ultra leicht. Den ganzen Eimer sind hier, glaube ich, was sind das hier nochmal? 1,6 Kilo im ganzen Eimer. Ja, das war 1,6. So, 200 Gramm. Das rühren wir uns jetzt nochmal unter. So, und jetzt haben wir ein Epoxy, was wir schön spachteln können. Und Sika sagt immer mit einem Doppelspachtel, also mit einem Doppelblattspachtel, aber ich will es mal hiermit versuchen. Ich probiere beides. So, und dann einfach, so wie du es kennst, einfach spachteln. Das, was du möchtest, wird jetzt gespachtelt. In meinem Fall Risse und noch kleine Lunker. Wir haben den nächsten Morgen. Die Fläche sieht schon richtig gut aus. Jetzt kommt halt die letzte Beschichtung drauf. Ich habe alles soweit aufgebaut. Jetzt rühre ich mir wieder an. Wir haben es jetzt kurz nach 6:30 morgens. Da gestern einige Probleme waren mit dem Wetter. Also ich konnte das ganze Material gar nicht so schnell verarbeiten, wie es angezogen ist. Ich glaube, wir hatten 33 Grad oder so.
und dann ging auch die Sonne genau in die Garage rein. Daher heute Morgen früh gestartet, jetzt haben wir nämlich 13 Grad. Das ist wunderbar, damit ich hier in Ruhe arbeiten kann, weil ich muss auch noch abschützen. Ich bin ja alleine. Daher habe ich mich entschieden, ein bisschen früher zu starten. Ich rühre genau alles an wie vorher auch, 25 10W, und dann stelle ich euch einfach nebenbei, weil ich kann dazu nicht mehr viel sagen. Ich muss mich da ein bisschen konzentrieren, weil ich muss einmal die Beschichtung vernünftig auftragen und noch zeitgleich oder kurz danach abschipsen, weil ich traue mich nicht zu, die ganze Fläche zu streichen und danach abzuschipsen. Daher mache ich Stück für Stück. Los geht's. So, die Fläche ist fertig und sieht auch richtig gut aus. Ich habe mir hier einen Timer gestellt. Ich habe noch 34 Minuten über, denn wir haben ja so 13, 14 Grad, vielleicht jetzt sogar schon 15 Grad. Und dann habe ich ja 90 Minuten Verarbeitungszeit, also kommt immer auf die Temperatur drauf an, ne? Ganz klar. Ich glaube 20 Grad, 90 Minuten, also hätte ich sogar noch ein bisschen länger. Ich stelle mir immer einen Timer, damit ich weiß, wie lange mein Material noch offen ist. Also habe noch genug Zeit über, habe ordentlich Gas gegeben, habe den Sockel auch separat mir angerührt. Dann, das sieht man auch, der ist schon ordentlich trockener als die Fläche. Das kann jetzt vernünftig durchtrocknen, heute ist Freitag. Und dann sehen wir uns am Montag, wenn die Fläche fertig ist. Bin sehr gespannt, wie es aussieht, aber es wird geil. 3 Tage sind vergangen, somit ist der Boden jetzt leicht belastbar. Nach 7 Tagen ist er dann voll belastbar. Und was soll ich sagen? Sieht sehr gut aus. Ne? Bin sehr, sehr zufrieden. Sieht wirklich echt gut aus, der Boden. Und somit sind die Arbeiten hier abgeschlossen. Wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, kannst du die unten gerne rein in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Ansonsten weißt du ganz genau, Kanal kostenlos abonnieren. Das wäre ein riesen Support. Vielen Dank dafür. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns zum nächsten Video. Jetzt siehst du noch ein paar schicke Bilder. Bis dahin. Ciao, ciao.